Der Oktober ist rum und die Inktober-Challenge ist auch rum. Wuhu, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Worum geht's eigentlich? Inktober ist eine jährliche Challenge, bei der man jeden Tag im Oktober ein Bild mit Tinte zeichnet. Es gibt jedes Jahr eine offizielle Promptlist. Man muss der Liste aber nicht folgen und man muss auch nicht nur mit Tinte arbeiten. Letztendlich geht's darum, Spaß zu haben, sich zu verbessern und was zu lernen. Ich habe letztes Jahr den Inktober verpasst, beziehungsweise wusste gar nichts davon und habe erst im Oktober mitbekommen, dass es das gibt und fand's dann voll geil. Dann habe ich das einfach für mich selbst im November nachgeholt. Ich habe mir aber viel zu hohe Ansprüche gestellt, was dazu geführt hat, dass ich irgendwann morgens schon überlegt habe, oh nein, wie soll ich abends noch so viel Zeit dafür finden? Und dann hatte ich fast keinen Spaß mehr an der ganzen Sache. Deshalb habe ich mir dieses Jahr weniger vorgenommen und habe nur so kleine Skizzen angefertigt, was wunderbar funktioniert hat. Das war genau der richtige Aufwand für mich. So, also holt euch einen Tee und eure Kuscheldecke. Diese Skizzen schauen wir uns jetzt gemütlich zusammen an und ich erzähle ein bisschen was zu meinen Gedanken und der Entstehung. Poisonous. Giftig. Zuerst dachte ich an Schlangen, dann ist mir eingefallen, dass es im Englischen einen Unterschied gibt zwischen poisonous und venomous. Interessant, dass ich gleich am ersten Tag so eine Sprachbarriere durchbrechen musste. Aber mein Kopf hing jetzt bei Tieren fest. Dann sind mir diese tropischen Giftfrösche eingefallen, die so grelle Farben haben, die signalisieren, dass man denen besser nicht zu nahe kommen soll. Und dann hat sich alles zusammengesetzt, weil ich habe neulich erst darüber gelesen, dass ziemlich oft Rehkitze aus Versehen geklaut werden, weil Menschen denken, dass die allein und verloren auf einer Wiese rumliegen. Aber in Wirklichkeit ist die Mutter Reh irgendwo in der Nähe und kriegt alles mit, nur halt nicht nah genug, dass Menschen sie sehen. Da wäre es doch ganz praktisch, wenn die Bambis giftig aussehen, damit sie nicht angefasst werden. Tranquil. Friedlich. Das erklärt sich eigentlich schnell, wenn ihr das Video über meinen Sommerurlaub am Atlantik gesehen habt. Wir sind spät abends angekommen und direkt an den Strand runter. Die Wellen waren ohrenbetäubend laut. Wir mussten uns anschreien, um überhaupt miteinander reden zu können. Und es war stockfinster. Hinterm Strand auf dem Hügel stand eine Laterne und sonst war da nichts. Du hast nicht gesehen, wo das Meer anfängt und das fängt ja auch mit jeder Welle woanders an. Du hast auch nicht gesehen, wo das Meer aufhört, also wo der Horizont ist. Man guckt einfach so lange in die Dunkelheit, bis oben irgendwo Sterne sind. Das war so eine unglaubliche Erfahrung, diese ungebändigte Natur zu erleben. Sorry, dass ich da so kitschig werde. Und ich habe mich dann auf die Steine gesetzt und ganz lange einfach nur zugehört und geschaut und gestaunt. Roasted, geröstet. Okay, bei dem Bild selber habe ich mir nicht wirklich was gedacht, aber im Nachhinein erinnert mich das Kerlchen total an Scrat von Ice Age. Kennt ihr den Film noch? Ich habe den dann gleich sofort nochmal anschauen müssen und dabei ist mir klar geworden, der ist von 2002. Das sind 16 Jahre. Ich lebe länger auf dieser Welt mit dem Film als ohne. Ich werde alt. Spell. Zauberspruch. Dachtet ihr ernsthaft, ich würde euch mit Harry Potter verschonen? Niemals. Harry Potter ist my past, present and future. Übrigens lese ich gerade zum, 7. Mal die ganze Reihe durch und mache dabei Notizen, damit ich später Dinge zeichnen und animieren kann, Theorien spinnen und Fragen stellen kann, Sachen nachlesen, Plotholes finden und beheben kann. Übrigens, das hier ist die Kammer des Schreckens und meine Notizen daneben. Bin ich verrückt? Ich weiß es nicht! Chicken. Huhn. Ja, eigentlich ist Hey Hey ein Hahn, aber Maui nennt ihn auch ständig Huhn. Wusstet ihr übrigens, dass ursprünglich das Schwein Puha mit Moana auf die Reise gehen sollte? Haben sie dann aber nicht gemacht, weil Puha echt klug ist und sich mit Moana gut versteht. Und mit ihm wäre sie dann nicht komplett allein und gerade diese Einsamkeit ist wichtig für die Geschichte. Deshalb muss sie sich mit dem dummen Hahn rumschlagen. Drooling. Sabbernd. Ich wollte unbedingt diese Szene aus Harry Potter und der Stein der Weisen machen, wo der dreiköpfige Hund auf Rons Schulter sabbert. Aber ich habe mich zurückgehalten. Es kommen später noch ein paar Harry Potter Sachen und es kann ja nicht angehen, dass ich den ganzen Inktober nur Harry Potter zeichne. Obwohl, ich könnte schon, oder? Soll ich das mal machen? Ich wette, mir würden für 365 Promptwords Harry Potter Momente einfallen. Challenge accepted. Exhausted. Erschöpft. Kennt ihr das bei Babytieren, wenn die den ganzen Tag wie so Energieknäuel in der Gegend rumfetzen und ständig am Spielen sind und dann abends einfach todmüde umfallen? Okay, Menschenbabys machen das glaube ich auch, aber die sind nicht so niedlich. Also, wenn ich wieder geboren werde, möchte ich so eine fette Hauskatze sein. Den ganzen Tag durch die Gegend schlendern, Leute um die Beine streifen, bisschen Streicheleinheiten abgreifen, in der Sonne chillen und abends heim auf die Couch oder vor den Kamin und von Herrchen oder Frauchen in den Schlaf gekrault werden. Star. Stern.
Wie süß wäre es, wenn es so eine kleine Welt gibt mit lauter kleinen Tierchen und jedes Tierchen hat so einen fantastischen Job, der perfekt zu ihm passt. So wie dieses kleine Glühwürmchen, das dafür da ist, nachts die Sterne zu erleuchten. Hey Pixar, wie wär's? Precious. Wertvoll. Ich habe ziemlich lange überlegt, was ich dafür machen soll und habe mich lange drum rumgedrückt, das zu machen, was ich letztendlich gemacht habe, weil es so kitschig ist, aber es ist nun mal die Wahrheit. Das Wertvollste, was ich in meinem Leben habe, ist meine Familie. Ich habe meine Mama, die das beste Essen kocht und sich immer mein Teenie-Drama anhört. Mein Papa, der mit mir rumblödelt und mir auch mal einen Schreibtisch zusammenschraubt. Und meine Schwester, mit der ich einfach alles machen kann und über alles reden kann und die genauso bescheuert ist wie ich. Oh, ich wohne ja wegen Studium ab und zu woanders und ich habe mir hier so Figürchen gebastelt von uns allen und immer wenn ich meine Familie vermisse, kann ich die einfach angucken und fühle mich ein bisschen besser. Was? Nein, ich weine nicht, du weinst. Nächstes Thema. Flowing. Fließend. Da hat mich der neue Fantastische Tierwesen-Trailer inspiriert, wo Newt auf dem Kelpie reitet, glaube ich. Ich finde es total faszinierend, Character Design für Fabelwesen, weil manche altertümlichen Fabelwesen klingen von der Beschreibung her, als hätte sich jemand echt nicht viele Gedanken gemacht. So, ja, also im Grunde sind es 2 Tiere, die es schon so gibt und die auch beide super unspektakulär sind. Also vorne ist es ein Gaul und hinten, Fisch. Mit dieser wunderschönen Kreation beende ich das Video. Aber das sind ja nur 10 Bilder gewesen. Der Oktober hat doch 31 Tage. Ja gut, ich bin zwar in Mathe durchgefallen, aber so schlecht bin ich auch nicht. Warum streite ich mich ständig mit mir selbst? Egal, jedenfalls wird das Video sonst zu lang. Ich mache 3 Teile draus, also freut euch auf Teil 2. Wahrscheinlich nächste Woche. Mal sehen. Ich bin ja bekannt für meine überaus regelmäßigen und häufigen Uploads. Tschüss!